Der neue TGE 3.140. Ja, so oder so ähnlich sieht auch der Volkswagen Crafter aus, aber MAN bedeutet, dass ich das ganze Servicenetz weltweit habe von MAN mit 24 Stunden, mit allem drum und dran. Und mal ganz ehrlich gesagt, wer damals schon einen Schulbus von MAN gefahren ist, ja, der will doch auch so ein Auto haben. Und heute werden wir mal den Knaus zeigen. Hier ist Harald Schäfer. Wir sind zusammen in Landau am 20. Dezember. Es fühlt sich gar nicht weihnachtlich an, oder? Nee, die Sonne scheint, ist ja schön. Hallo. Das ist krass, ist fast wie im Skiurlaub, oder? Ja. Hallo Harald. Ja, ihr habt euch den Wagen neu zugelegt, aber nicht, weil du damit gerne jetzt in Skiurlaub fahren möchtest, sondern ihr werdet das Auto sehr oft zerlegen, oder? Das ist mal der Plan. Ein bisschen haben wir es schon zerlegt, aber noch nicht so ganz viel. Aber wir kaufen da immer mal Autos, die wir ausprobieren wollen, wo wir Sachen drin ausprobieren wollen. Und so ist das bei diesem Knaus auch. So, ihr seid eigentlich der Spezialist für das Thema Fiat Ducato, das werden wir gleich mal sehen. Und das Thema Sprinter. Ihr habt unseren Sprinter mal ein bisschen fit gemacht. Ihr habt dort unter anderem ein DSP-Soundsystem eingebaut. Nicht, dass das Originale schlecht wäre. Es ist nicht so toll, muss man sagen, vom Sound her. Es ist eher gedacht für einen Lieferwagen, sondern ihr habt das aufgerüstet. Antenne habt ihr nochmal korrigiert und so weiter. Aber jetzt geht es an die nächste Hürde. Der Crafter bzw. der MAN TGE wird immer wichtiger. Genau. Also es gibt ja einen Reisemobilhersteller, das sieht man ja hier, der sehr auf den MAN setzt. Und ich finde, das ist auch ein ziemlich klasse Basisfahrzeug. Ich bin hier ja schon ein paar hundert Kilometer gefahren und das Auto macht richtig Spaß. Das Fahrwerk? Ist super, also wesentlich komfortablere Vorderachse. Also mir hat das auf den paar Kilometern, die ich gefahren bin, wirklich gut gefallen. Es ist natürlich ein richtiger Lastwagen, ein kleiner, muss man sagen. Also das ist so jetzt kein Bus wie ein VW T6 oder irgendwas, der, ich sag mal, zu viel trägt, sondern der ist schon gedacht für eine Last zwischen, ich sag mal, 2 Tonnen und 3,5 Tonnen Nutzlast, die der transportieren kann. Und darüber hinaus. Also den gibt es ja auch mit über 4 Tonnen, gibt es ja auch als Allrad, dann aufgelastet mit, ich weiß es gar nicht genau, so um die 4 Tonnen ungefähr. Das ist jetzt die kleinere Variante, das heißt Frontantrieb mit 140 PS. Aber man muss einfach sagen, das Auto fährt sehr PKW-like, ist ruhig, also hat leise Spaß gemacht. Ist wirklich leise ja. Also vergleichsweise mit anderen Basisfahrzeugen ist er sehr leise. So, Knaus Tabbert-Konzern, hier jetzt mal die Marke Knaus. Platinum Selection, ist der voll? Schöne Extras? Der ist schon ziemlich voll, leider auch mit Produkten, die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Das heißt, da ist dann ab Werk auch schon eine Sat-Anlage drauf. Nee, nicht Alphatronics in dem Fall, aber da ist eine Sat-Anlage schon drauf, ist auch ein Fernseher drin. Den werden wir natürlich rausmachen, durch unsere Produkte ersetzen, dann, um das auch nochmal auszuprobieren. Ja, oben drauf setzt eine Oyster, auch nicht schlecht, muss man sagen. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Ihr baut quasi selber oder ihr fertigt selber Sat-Anlagen, ihr fertigt Receiver, ihr fertigt Fernseher, mittlerweile Smart TV. Wir lassen das fertigen, genau. Also wir geben die Vorgaben, wie die Produkte aussehen sollen und lassen das dann von qualifizierten Betrieben fertigen. Das Ganze wird auch so gemacht, zum Beispiel, ich sag mal, der namhafte Smartphone-Hersteller Apple baut ja selber auch keine Smartphones. Genau, so ist das. Und so ähnlich ist das bei uns auch, nicht ganz so wie bei Apple, aber wir konzipieren die Produkte, wir sagen, was wir haben wollen, wir gucken, dass die Qualität passt und suchen uns dafür qualifizierte Hersteller. So, die Länge vom Fahrzeug, kennst du? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich schätze mal, es sind 6 Meter, die da sind, werden gleich mal gucken. Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen länger. Aber 6,40. Die Lektüre der Knaus-Webseite, da steht das dann drauf. So, da geht es aber heute gar nicht drum, Vanti i+, wenn jetzt einer schimpft. Es geht darum, was kann man so alles upgraden. So, wenn du mal hinten öffnest, dann gucken wir mal rein. Denn genau, es fängt schon an. Da fängt es genau schon an. Das ist eigentlich sehr schön gemacht, finde ich hier. Das heißt, wir haben die Elektrik hinter so einer Klappe. Er riecht gut. Er riecht noch ganz neu. Gell? Ja. Er riecht voll nach irgendwie Holz. Also es riecht gar nicht so künstlich, oder? Ja, ja. Es riecht. Ja. Das ist immer ganz spannend, weil die einzelnen Fahrzeuge pro Hersteller riechen immer sehr ähnlich. Also ein Knaus riecht irgendwie immer wie ein Knaus, muss man schon sagen. So, Klappe, die kann man wahrscheinlich abnehmen. Wenn ich das schaffe, kriegen wir die auch ab, genau. Denn unten drunter habe ich schon gesehen, Laderegler und so, was da ist. Ist das gut gemacht mit der Elektrik, so der erste Eindruck? Von der Elektrik? Ja, ja, sehr übersichtlich, das ist eigentlich ganz schön gemacht. Also für uns ist halt natürlich auch schön, weil wir alle Komponenten hier auf einen Blick haben und dann entsprechend auch tauschen können. Das ist die Starterbatterie, oder? Das ist die Auffahrbatterie. Das ist alles. Ja, gut, das ist jetzt für die Klasse, das ist ja jetzt kein Luxusfahrzeug, für die Klasse völlig angemessen, eine ganz normale 80 Ampere-Stunden Batterie. Nee, ich glaube, die hat ein bisschen mehr, oder? Nee, tatsächlich nur 80 Ampere-Stunden, das ist dann ja nicht so ganz viel. War mir jetzt nicht so wichtig, weil
Das kommt ja eh alles neu, genau. Da kommt natürlich dann ein neuer Ladebooster rein, der kann ja auch nur 20 Ampere, glaube ich. Es kommt natürlich eine größere Lithiumbatterie rein. NDS wird eine Lithiumbatterie haben, in dieser Größe, genauso groß wie die jetzt drin ist, mit 150 Ampere-Stunden. Was aber schön gemacht ist, der Hauptschalter an einer gut zugänglichen Stelle. Ja, ist auch ganz schön mit diesem Brett davor, dass man relativ leicht dann abmachen kann und dass man an alles drankommt. Das ist schon ganz übersichtlich und ganz schön gemacht. Thema Elektrik, aber Querschnitte sieht man hier, das ist jetzt für diese Batterie gemacht, das heißt auch das wird erweitert? Genau, also wenn man dann mehr Strom aus der Lichtmaschine rausholt, muss man natürlich dann auch einen anderen Querschnitt haben, und wenn man dann hergeht und einen Wechselrichter einbaut, der dann auch viel Leistung hat, muss man die Querschnitte natürlich auch entsprechend anpassen. Das Fahrzeug liegt wie ungefähr vom Preis her? Ist es wahrscheinlich unter 100? Ja, der kostet ganz, ganz deutlich unter 100. Dieses Sondermodell hat, also der Listenpreis dieses Fahrzeugs waren 70.000 Euro, 69.000 irgendwas. Schon ganz günstig, wie ich finde. Ja, muss auch vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Weiß ja, wie es ist, aber das hier ist ja auch ein Auto, das kannst du bequem mal 10 Jahre fahren, oder? Ja, so alt wird es bei uns nicht werden. Also normalerweise bleiben die Fahrzeuge so 1-2 Jahre bei uns, bis wir alles ausprobiert haben, und dann gehen die wieder weg. So, ich habe es gezeigt, Rückfahrkamera, fliegt die raus? Nö, die bleibt wahrscheinlich drin. Es kommt möglicherweise noch ein 360-Grad-Birdview-System von uns dazu, aber die Rückfahrkamera ist jetzt an das MAN-Radio angeschlossen, und das weiß ich gar nicht, ob wir das ändern werden. Also wir werden da vieles serienmäßig so lassen, einfach um zu zeigen, was da funktioniert. Ich zeige es mal außen, vielleicht noch mal kurz aufmachen. Ist wahrscheinlich die gleiche Seite in grün. Genau. Hier kann ich durchladen, kleine Fahrräder reinmachen und so weiter. Was ihr nicht anbietet, sind irgendwelche Transportsysteme. Ihr habt euch spezialisiert auf das Thema, ich sag mal, Elektrik, ja. Sound. Und auch da eben spezielle Dinge. Das heißt, alles, was Audio, Video ist, machen wir. Was Energie ist, machen wir. Und was Sicherheit ist, machen wir. Sicherheit heißt diese schöne Alarmanlage, die ihr mir mal verbaut habt von Vodafone. Genau, Alarmanlage, Diebstahlortung, Wegfahrsperre, Gassensor. Macht ihr auch Nachrüsten von zum Beispiel Einbruchsperren, so irgendwelchen Metallsachen bei Ducato? Nee, machen wir nicht. Macht ihr nicht? Nee. Okay. Also es war schon mal ein Kunde da, der hat irgendwas bei uns nachgerüstet bekommen. Ich glaube, Türlautsprecher oder sowas, hat dann gefragt, ob wir das Brickstop oder sowas gleich noch mit einbauen können. Das machen wir dann schon mal, aber wir haben das nicht im Programm. Okay, nicht im Programm. So, Aufbautür, da fängt der Spaß schon an. Könnte man jetzt hier hinten die Klappe Alarm überwachen eigentlich extra? Ja, natürlich, klar. Also bei uns, wir würden das, wenn wir das Fahrzeug jetzt hier haben, wenn wir das nachrüsten, machen wir da Funkkontakte dran und können dann alles mit Funkkontakten ausstatten, was der Kunde halt möchte. Also da muss nichts geschraubt, gebohrt, sondern... Ja, die werden schon montiert, also normalerweise festgeschraubt oder festgeklebt, aber Kabel müssen dafür nicht verlegt werden. Genau. Wenn jetzt der Dieb ist schlau, jetzt haben wir hinten die Aufbaubatterie gesehen, da müsste er erstmal reinkommen, das heißt, dann wäre auch schon mal an der Klappe. Kann ich sehen, ob eine Klappe zu ist? Kann man sowas anbringen? So eine, ich sag mal, dass ich auf einer App sehen kann, was ist noch nicht zu? Nee, auf einer App nicht, aber normalerweise kann ich das über das Fahrzeug dann noch mit einbinden, dass ich im Fahrzeug sehe, dass irgendwelche Klappen noch auf sind. Okay, wie funktioniert es ungefähr? So wie das Fahrzeug halt erlaubt. Also hier nebenan beim Flair beispielsweise war das auch so. Ich bin vor kurzem gefahren, er hat dann auch angezeigt, dass die Klappe auf ist, einfach dadurch, dass halt diese Klappen an das Fahrzeug angeschlossen sind. Okay, verstehe. So, jetzt gehen wir mal rein. Ein teilintegriertes Modell. Hat er Strom? Hoffen wir, ja. Kurz mal schauen, dann fahren wir bitte raus. So spannend. Ich war noch nie in einem TGE-Knaus, muss ich sagen. Hat auch Strom, ja. Hat auch Strom. Der hat ein Bussystem jetzt mit drin für die Lichtsteuerung. Der hat nicht wirklich kein Bussystem, was ich jetzt sehe. So, zumindest mal Schalter an mehreren Stellen. Grundsätzlich ist ein CI-Bus-System hier schon verbaut, aber ich sehe es nicht als CI-Bus-System. Ja, man sieht es nicht. Also wenn man oben sich das Bedienteil anguckt, da ist jetzt kein Display oder sowas drauf, oder dass ich was zentral steuern kann. Ja, ich kann aber zumindest mal hinten vom Bett aus, kann ich das gleiche Lichtszenario schalten wie vorne. Ja. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ich muss nicht aufstehen, um vorne das Licht auszuschalten. So ist es. Ja, jetzt geht's los. Das große Thema ist ja nicht nur noch SAT, sondern das Thema ist Internet. Da habt ihr Lösungen dazu da. Hier ist noch nichts internetmäßig vorbereitet. Hier ist aktuell noch gar nichts von uns eingebaut. Was wir gemacht haben, ist, dass wir das Fahrzeug schon mal auseinandergenommen haben, dass wir uns schon mal das Thema Sound angeschaut haben, ob wir unseren Subwoofer hier unter den Beifahrersitz kriegen. Das ist der Fall. Also so ein Subwoofer, wie man normalerweise in den Ducato oder einen Sprinter einbauen, der passt hier gut runter. Da drunter, genau, ne? In die Konsole wird der eingebaut werden. Und Lautsprecher werden wir dann entsprechend tauschen, die Türlautsprecher und auch die Hochtöner
wenn wir tauschen Center Speaker, wie beispielsweise im Mercedes gibt es hier keins. Wir werden das Originalradio drin lassen. Das Originalradio ist gar nicht so schlecht. Hat Apple CarPlay Wireless, Android Auto auch drauf. Also da ist es gar nicht notwendig, da irgendwas zu tauschen im Moment. Basis ist, die Originalradios haben ja Lautsprecherausgänge. So, genau. Die könnt ihr quasi hijacken, könnt die professionell übernehmen im Kabelsatz. Dann geht da ein DSP ran, so ein kleiner Computer. Und der ist programmierbar. Das heißt, also wenn zum Beispiel ein Lautsprecher in bestimmten Frequenzbereichen zu wenig Dampf macht, dann kann man das nachregeln. Genau, oder zu viel Dampf. Also das kann man mit dem DSP ausgleichen. Was man auch ausgleichen kann, man sitzt ja im Fahrzeug nicht wirklich mittig zwischen den Lautsprechern. Und teilweise klingt das halt so, dass die Stimme aus dem Fußraum kommt. Das will man natürlich nicht. Und deswegen können wir dann mit einer sogenannten Laufzeitkorrektur das auch so machen, als würde man zwischen den beiden Lautsprechern sitzen. Das klingt dann einfach wesentlich besser. Klingt viel mehr nach richtiger Bühne vorne und verbessert auch die Sprachverständlichkeit. Ja, als du jung warst, das ist schon eine Weile her. Das ist leider so. Denn ich hab deinen Sohn nämlich drin gesehen. Ja. Der ist es wie alt dein Sohn? Der Lukas ist 25. 25. Also ihr könnt ja mal rechnen, ein kleines bisschen. Da war das Thema HiFi-Anlagen noch groß im Trend, muss man sagen. Du hast damals selber Verstärker gebaut, hast Lautsprecher gebaut. Also machst das wirklich mit Leidenschaft? Ja, klar. Ich mache das schon sehr, sehr lange. Also Lautsprecher bauen, Verstärker bauen mache ich seit 40 Jahren ungefähr. Habe zu Hause im Keller gesessen und habe so Zeug zusammengelötet, nachdem ich das entwickelt habe, und auch manches auch an Hi-Fi-Läden verkauft. So, jetzt ist hier drin Oyster. Gar nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Das Coole ist allerdings, ihr habt auch einen großen Fernseher, den man in ganz vielen Erstausrüstungen sieht, muss man sagen. Also gerade im hochwertigen Bereich ist Karatec drin. Die Halterungen sind oft von euch, muss man sagen, aber das ist jetzt kein Thema. Es geht ja darum, dass ihr das Ganze testet in Verbindung mit der Fahrzeugelektronik, richtig? Ja, genau. Also Fahrzeugelektronik ist das eine. Das andere ist auch so die Integration Fernseher, Radio, autark stehen, dass ich nicht so viel Strom brauche, dass ich trotzdem vernünftigen Sound habe vom Radio und so weiter. Das Thema ist nämlich, viele Radios werden manuell aktiviert, dass sie dann über die Aufbaubatterien, das haben wir gesehen, gut, das ist 80 Ampere-Stunden, vielleicht doch ein bisschen knapp, wenn ich mal 2 Tage stehen will ohne Strom. Ja, so viel Energie habe ich am ganzen Fahrzeug nicht zur Verfügung. Sowohl die Fahrzeugbatterie ist nicht so wahnsinnig leistungsstark, die Aufbaubatterie ist nicht so leistungsstark, deswegen wir machen viel Sound mit wenig Leistung, und das funktioniert dann einfach auch, dass ich einen satten, raumfüllenden Klang habe. Wir wollen ja keine Disco haben, sondern soll vernünftig klingen, ohne dass ich extrem viel Energie brauche. So, es fängt an mit dem Fernseher. Jetzt sind hier, wenn du mir den mal kurz zeigst, wir tun jetzt mal so, als wäre das ein Standardfernseher. So, als wäre der von euch, das spielt immer keine Rolle. Das ist ja ein Standardfernseher. Da fängt der Sound. Ist der Fernseher, der zu diesem Sondermodell eben dazu gehört. So. Genau. So, der kommt raus, da kommt eine neue Halterung, kommt ein neuer Fernseher rein. Dann geht es um das Thema Sound. Ja. Also ich sag mal, könnte man jetzt auch mit diesem Fernseher machen, das spielt im Grunde genommen keine Rolle. Der Fernseher klingt jetzt nur so gut, wie die Fernsehlautsprecher klingen. Das ist natürlich sehr begrenzt. Gerade bei so einem großen Fernseher hätten wir gern ein bisschen mehr Sound. Und was wir dann hier machen ist, dass wir den Ausgang, den Audioausgang des Fernsehers nutzen und den dann mit unserem Verstärker verbinden, sodass man dann eben nur den Fernseher einschaltet, ohne das Radio einzuschalten, und ich habe trotzdem einen vernünftigen Klang. Aber ich brauche das Radio nicht aktivieren. Ich kann das Radio nicht aktivieren. Das ist ja ein Problem auch gerade bei den Erstausrüstungsradios. Du kennst es auch vom Sprinter. Das bleibt nicht ewig an, sondern es geht irgendwann aus. Und das Gleiche habe ich ja bei diesem Radio hier auch. Dann frisst es auch irre Strom. Das braucht oft auch richtig viel Strom. Ja. Ja, da ist auch noch ein Lüfter mit drin. Die ganze Elektronik läuft, ein riesen Display und so weiter. Euer Verstärker funktioniert auch so. Aber woher weiß denn jetzt der Verstärker, dass ich nur Fernsehen gucken will? Da muss ja wahrscheinlich der Sound von vorne kommen, vom Fernseher. Ja, das haben wir intelligent gelöst. Wir haben es nicht so gemacht, dass man eine Erkennung, da kommt ein Audiosignal hat und er schaltet, und das kennt man vielleicht von zu Hause, dann schaltet dann der Subwoofer aus, weil es zu leise oder sowas. Wir haben in unseren Verstärkern eine Erkennung, es fließt ein Strom zum Fernseher. Und wenn dieser Strom fließt, wird der Verstärker aktiviert. Anderes Setup. Und kommt ein anderes Setup und auch der entsprechende Eingang aktiviert. Das heißt, ich höre, der Verstärker hört nicht, da kommt ein Signal, weil es könnte ja auch zu leise sein, schaltet dann ab, sondern er merkt, da fließt ein Strom, und deswegen wird dann dieser Eingang aktiviert. So, was wäre denn jetzt, wenn das Radio zeitgleich eingeschaltet wird? Ist dann das Letzte, was aktiviert wird? Das ist gibt so eine Prioritätenschaltung dann, und wir legen vorher fest, was hat die höhere Priorität. Und in dem Fall ist es so, dass bei uns in der Regel der Fernseher die höhere Priorität hat. Das heißt, wenn ich dann das Radio einschalte, bleibt es beim Fernseher. Wenn der Fernseher aus ist, kann ich natürlich Radio hören. Pack mal bitte. Kann man aber auswählen, und das ist auch was wir ja in die Erstausrüstung liefern, und letztlich entscheidet dann der Kunde, wie er das gerne haben möchte.
Pack mal gerade dein Handy bitte aus. Ich möchte mal was zeigen, dass wir mal einen Fernseher von euch mal sehen. Es gab ein tolles Modell, da hast du ein bisschen getüftelt, da hast du mich auch per WhatsApp angeschrieben. Da hast du einen Fernseher eingebaut in einen Affinity von Kabe. Genau. Und der ist so schön geworden. Diese Lösung, hast du zu mir gesagt, das muss der Chef von Kabe sehen, denn, beziehungsweise der Chef von Affinity. Denn ihr habt euch viel Mühe gemacht zu überlegen, wo könnte man das einbauen. Jetzt gibt es ja vielleicht Leute, die sagen, naja, das ist nicht der optimale Platz für mich, ich hätte den Fernseher gern woanders oder was Größeres oder ein Beamer oder egal was. Ja. Ist das eine Herausforderung, die ihr euch stellt? Weil ihr sagt, natürlich. Also der Affinity ist besonders. Gucken wir uns vielleicht gleich nochmal auf dem Video an. Ich weiß nicht, ob du das hier zeigen kannst. Genau. Machen wir gleich. Ja. Aber hier haben wir auch noch eine Besonderheit, auch mit unseren Verstärkern. Wir haben ja sehr unterschiedliche Verstärker. Wir haben, sag mal, normale Plug-and-Play-Verstärker, die fürs Radio funktionieren. Wir haben aber auch größere Verstärker. An diese größeren Verstärker kann ich mehrere Fernseher anschließen. Dieses Fahrzeug, obwohl es ja nicht groß ist, hat hinten noch einen Anschluss für einen zweiten Fernseher. Ah, das heißt, der Verstärker muss merken, welcher ist an. Genau. Und wir können dann 2 Fernseher damit steuern. Das heißt, er merkt, welcher ist an und schaltet dann auch entsprechend um. Wenn beide Fernseher an sind, könnte man, bei so einem kleinen Auto macht es nicht so viel Sinn, hier vorne einen anderen Sound haben als im Bettbereich. Mit demselben? Mit demselben Verstärker, genau. Krass, das heißt, du kannst das routen. Das ist bei Niesmann, glaube ich, im Einsatz, gell? Ja, auch nicht mit dieser Multiroom-Funktion. Das ist bei Hümer im Einsatz tatsächlich. Aber es macht natürlich bei größeren Fahrzeugen noch viel mehr Sinn. Also die auch eine Trennung haben, ja. Genau, die eine Trennung haben, wo noch ein Bad dazwischen ist, wo ich 1 oder 2 Türen sogar noch habe, da macht das richtig viel Sinn. Ihr habt einen coolen Lautsprecher entwickelt, der sitzt im Holz drauf. Das heißt, der bringt das Holz zum Schwingen und das Ganze klingt gar nicht schlecht. Ja, wenn man das richtig macht und auch da sind wir wieder mit dem DSP-Verstärker im Vorteil, dass wir den so anpassen können, dass der zum Beispiel hier für einen Schlafbereich eine ideale Lösung wäre. Also das heißt, ich habe einen unsichtbaren Lautsprecher und habe trotzdem einen vernünftigen Klang, wenn ich im Bett liege. So, jetzt darf ich sehen, okay, das Video. Genau. So, das ist nämlich der Affinity. Wir haben ihn gefilmt in Basel auf der Messe und da hast du einen Fernseher entwickelt. Das gab es vorher so nicht, oder? Nö, das haben wir hier getüftelt bei uns in der Werkstatt. Das heißt, wir haben ja in diesem sehr, sehr schönen Fahrzeug, wie ich finde, uns die Aufgabe gesetzt, dass wir einen Fernseher dezent, der vernünftig aussieht, montieren können, dass der sowohl vom Bettbereich als auch vom Sitzbereich her sichtbar ist und dass ich trotzdem hinten noch an die Klappe komme. Also in der Klappe ist zum Beispiel dann das Steuergerät für die SAT-Anlage oder ein Router oder was auch immer dahinter und ich komme dann überall dran. Du bist fast 2 Meter groß oder du bist, glaube ich... Nee, 1,93, aber ich habe jetzt Schuhe an, da sind noch ein paar Zentimeter dazwischen. Ja. Ist das Auto ausreichend für dich? Das ist erstaunlich hoch. Also ich stoße ja oft genug oben irgendwo an und man muss aber auch sagen, das ist die höhere Variante. Es gibt den 650er, wie das hier ist, also WNTI Plus 650 und es gibt den 640er. Der 640er ist ein bisschen flacher, ein bisschen dynamischer wirkt er natürlich auch, aber und mir fehlen innen auch ein paar Zentimeter. Das heißt, das ist eigentlich schon ganz gut hier. Gut, jetzt hast du auch die schön die Haare im Moment gerade. Das heißt, da sind auch noch ein paar Zentimeter die Absätze, hohe Absätze an Dusche. Geht das? Das sind nämlich nochmal 2-3 Zentimeter höher, weil das ist ja oft das Problem. Du musst immer sehen, also für mich ist eine Dusche selten optimal. Also optimal, dafür brauchst du dann schon einen Flair oder einen Morelo oder einen Concorde oder sowas. Aber hier, die haben das eigentlich ganz schön gelöst. Zur Not geht das. Also sogar ein bisschen mehr als zur Not. Ich kann das gerade mal zeigen, die kann man nämlich rumschwenken, hier die Dusche. Und dann habe ich eigentlich relativ viel Platz hier drin. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Das Klo erstmal entfahren. Ja, toll. Das heißt, du hast ein Schwenkbad, dann wird zugezogen, du musst auch nichts umbauen groß. Ich ziehe das hier dann zu und dann, genau. Fertig. Ja. Mach nochmal zu, bitte. Denn es ist letztendlich, fahrt ihr damit ja auch mal weg. Das heißt, das Ganze wird ja im Alltag auch getestet, ob es denn auch funktioniert, nicht nur in der Vorführung. Denn es kann ja sein, ihr lasst die Leute losfahren, dann habt ihr das nicht genug getestet und irgendwann schaltet irgendeine Automatik nach 3 Stunden ab oder so. Ja, muss auch gucken, so Störgeräusche während dem Fahren. Das heißt, ob irgendwas sirrt oder brummt oder sowas, das merkt man natürlich dann eher, wenn man mit dem Fahrzeug auch mal unterwegs ist. Macht Sinn, dass man mit dem Fahrzeug dann mal unterwegs ist und auch wirklich Erfahrung sammelt im richtigen Campingbetrieb. So, und dann darfst du dich mal ganz kurz aufs Bett setzen, einfach nur mit dem Poppes. Mal nach oben, da habe ich ein bisschen mehr Platz zum Filmen. Der hat Längsbetten, trotz der kompakten Länge, sage ich jetzt mal. Ist eigentlich ein tolles Fahrzeug, oder? Der TGE hier für den Aufbau.
Ja, ich finde das Fahrzeug auch gut. Bin auch gespannt, wenn wir das erstmal hiermit mal losfahren und mal die Sachen ausprobieren. Wir müssen natürlich erst was einbauen, sonst bringt es natürlich nichts. Wenn nichts eingebaut ist, können wir ja nichts ausprobieren. Gerade wenn man so eine Firma hat wie Karatec. Ihr seid in Landau. So kommen die Fahrzeuge bei euch oft von Händlern an. Die stellen die euch auf den Hof. Ihr arbeitet mit mehreren Händlern zusammen. Ganz viele Etruskos habt ihr schon ausgebaut für einen lokalen Händler. Das sieht dann so aus, wenn man Glück hat. Das sieht so aus, wenn man Glück hat, genau. Manche Vorbereitungen sind noch nicht so wahnsinnig sinnvoll. Die sieht jetzt aus, als könnten wir sie ganz gut nutzen. Aber manche Vorbereitungen sind nicht so, dass wir sagen, okay, die nehmen wir. Gerade im Solarbereich gibt es manchmal Vorbereitungen, die sind nicht so wirklich optimal. Aber dann machen wir es halt neu. Das ist dann halt einfach. Kabel zu dünn oder so? Kabel zu dünn zum Beispiel, genau. Okay. Boah, hast schon viel Platz, ja. Also das ist groß. Längsbetten, ja, da auch die große Frage, 1,93. Hast du mal reingelegt? So, ja, das geht so. Auf der Seite hier geht. Das ist schwierig. Wohnmobile für Leute meiner Größe gibt es nicht so ganz viele. Also irgendwas ist immer, dass die Stehhöhe nicht passt oder das Bett ein bisschen zu kurz ist. Aber das geht hier. Also das Bett ist nicht so kurz. Ja, trotzdem. Also was spricht denn für einen Teilintegrierten, deiner Meinung nach, gegenüber einem Vollintegrierten? Weil der Preis ist ja nicht, der ist ja auch nicht ganz billig hier. Naja, aber der wäre als Vollintegrierter schon nochmal, weiß ich nicht, vielleicht 10.000 Euro teurer. Also für diese Fahrzeugklasse, für diese Länge, finde ich, ist ein Teilintegrierter die bessere Lösung. Ein Vollintegrierter hat natürlich Sinn, wenn ich jetzt nochmal eine Klasse höher gehe, dann finde ich einen Vollintegrierten einfach besser. Was beim Vollintegrierten ehrlich gesagt natürlich schön ist, ist einfach, wenn ich unterwegs bin, ich sehe halt einfach mehr von der Landschaft. Das ist halt schon eine ganz schöne Sache mit der großen Frontscheibe. Das macht schon Spaß. Und vorne ist es auch nicht ganz so eng. Bei dem Fahrzeug, wenn ich jetzt mich nicht völlig vertan habe, ist es notwendig, dass ich die Türen aufmache, damit ich die Sitze verdrehen kann. Also wenn ich jetzt die Sitze umdrehen will, muss ich tatsächlich dann die Tür aufmachen. Ansonsten funktioniert das nicht. Das wäre beim Vollintegrierten halt jetzt nicht der Fall. Da hätte ich halt noch seitlich ein paar Zentimeter mehr, dann wäre das ein bisschen praktischer. Okay, das heißt, da sollen die Wegelagerer nur warten, bis ich die Tür öffne, wenn ich mich abgestellt habe und die Sitze drehen will. Nee, Spaß beiseite. Es gibt ja immer so ein bisschen Verlust, ist immer, aber das ist ein schönes Auto, muss ich sagen. Gut umgesetzt, oder? Ja. MAN, was meinst du, was die Marke? Ist das so ein Markending? Weil ich habe es ja eben anmoderiert mit dem Thema Service. Du kriegst den vollen LKW-Service von MAN. Ja, zum Glück haben wir den bis jetzt noch nicht gebraucht, aber es gibt hier in Landau auch eine MAN-Niederlassung und was auch ein bisschen anders ist, bei MAN sind die Betriebe tatsächlich MAN-eigene Betriebe, sind keine Händler, sondern das sind eigene Betriebe. Und ich denke, die Marke haftet selber. Ja, ich denke, wenn die das Thema LKW im Servicebereich abdecken, dann sollte das hiermit auch gut funktionieren. So, Thema Alarmanlage. Also erstmal Soundsystem, wenn ich hier so ein Gerät upgraden möchte, da haben wir eben drüber gesprochen, ein gutes Soundsystem kriegt man für 500, 600 Euro bei euch? Ja, also die Plug-and-Play-Systeme in der Größenordnung, die fangen an bei ungefähr 400 Euro. Also schon mit diesem Verstärker, über den wir gesprochen haben, mit dem Klangprozessor drin, mit einem Subwoofer. Nach oben ist alles möglich. Das heißt, wir machen noch individuelle Lösungen, die dann auch mehrere tausend Euro kosten. Das aber die 500, du hast mir gesagt, die 500 Euro klingt schon mal saugut. Ja. Und dann besser zu werden. Ja. Diese Nuancen, die der Profi, sage ich mal, der Audiophile, der sich wirklich mit HiFi auskennt, der kann sich bei dir richtig austoben, wenn er will, oder? Genau, also das machen wir gerne. Der Aufwand ist dann halt natürlich ein ganz anderer, weil dann ist es absolut erforderlich, die Türen richtig sorgfältig zu dämmen. Allein das kostet schon mehrere hundert Euro, wenn man es ordentlich macht. Das kommt ein bisschen auf den Anspruch. Zerlegen, da ist so eine Folie, die kommt rein, glaube ich. Ja, da kommt dann tatsächlich Schafswolle rein, es kommt Bitumenmaterial rein, es kommt so Alubutyl rein, damit einfach die Türen deutlich ruhiger sind, als sie jetzt sind. Und das macht dann schon einen Unterschied in der Preisklasse und das ist einfach notwendig dann. Ja, trotzdem, also viele fahren mit dem Fahrzeug rum 70, 80, 90.000 Euro, ärgern sich zu Tode über den wirklich schlechten Sound, fahren denn, ich sag mal, einen Fiat Punto, der dreimal so gut klingt wie der teure Sprinter vielleicht, bloß weil die Jungs von Fiat vielleicht ein bisschen, ich sag mal, mehr Schmalz in den DSP reingesteckt haben, der da drin ist, oder? Das sind oft ist das die Elektronik, die einfach nur programmiert werden muss, oder? Das ist teilweise so, dass man also nach meiner Ansicht mit der Hardware, die im Fahrzeug drin ist, schon deutlich mehr erreichen kann. Jetzt muss man gucken, beim Ducato ist es halt so, dass die meisten Ducatos nach wie vor noch mit Open Dash, wie das heißt, also mit einer Radiovorbereitung ausgeliefert werden. Da ist natürlich gar keine Elektronik drin.
Und da ist so ein Soundsystem eine wirklich gute Anlage, dass man einfach auch während der Fahrt vernünftig hört und dass die Musik mehr Spaß macht und dass man Nachrichten einfach auch verstehen kann. Und da ist die Investition gering. Wenn man später sagt, ich hätte aber dann trotzdem gern noch mehr, dann kann man darauf immer aufbauen. Das heißt, diese erste Stufe ist dann nicht rausgeschmissenes Geld gewesen, sondern man kann auf dieser Stufe aufbauen und dann weitermachen, wenn man das möchte. Sehr schön. Also diese Fahrzeuge sind ja auch unter anderem dazu da, ihr habt Fahrzeuge umgebaut, wo man jemals die Originallautsprecher hören kann und dann die Veränderungen. Das macht ihr gerne mal. Ja. Die sind auch nicht gefaked. Man muss es direkt vergleichen, ansonsten glaubt man es nicht. Ja. Also wie krass, da muss man da wirklich nichts faken. Also würden wir nicht tun, aber man muss nichts faken, sondern man kann das objektiv einfach... Es ist nicht unwesentlich. Es ist nicht unwesentlich, nee. Also es macht auch Unterschiede in Bereichen, wo man es gar nicht denkt. Also so auch in Details, im Becken oder sowas, dass man das auf einmal hört, ohne dass man den Lautsprecher tauscht, sondern nur dadurch, dass man den DSP richtig zum Einsatz bringt. Hat nichts mit zu tun, dass wir jetzt die Höhen überdrehen, die Bässe überdrehen, sondern einfach nur, dass wir ein neutrales, gutes Klangbild hinkriegen. It's magic. Dazu kommt noch der kleine Subwoofer. Der ist, glaube ich, wichtig, damit die Lautsprecher entlastet werden. Denn ich sag mal, du hast mir erzählt, dass viele Einbaulautsprecher, wie hier zum Beispiel, die in den Türen mit drin sind, dass die jeweils, weißt du was, wir gehen mal raus, wir zeigen mal so einen typischen Einbauort. Diese Lautsprecher hier bekommen die ganze Basslast. Das heißt, die tiefen Töne, wo der Lautsprecher ja sehr stark schwingen muss. Und schon wieder sehr zu. Kriegen die mit? Können wir machen. Da haben wir ihn aufgemacht. Die kriegen die ganze Last mit und die sind dafür gar nicht gebaut, um so viel Bass abzukriegen. Und die werden entlastet? Ja, die sind schon dafür gebaut, den Bass abzukriegen. Es sind ja eigentlich Tieftöner, aber die haben natürlich ein bisschen widrige Einbauumstände. Das heißt, hier geht es eigentlich. Glücklicherweise ist es beim Fiat und auch beim MAN so, dass die Lautsprecher auf dem Türinnenblech sitzen. Das heißt, das ist schon mal ganz gut. Beim Sprinter ist es nochmal anders. Da sitzen die Lautsprecher, die Tieftöner auf der Türverkleidung. Das klang grauselig. Und die Türverkleidung, die schwingt halt mit. Und da macht es einfach Sinn. Aber auch bei dem Fahrzeug, weil die Türverkleidung leicht ja auch rappelt, es macht einfach Sinn, die tiefen Frequenzen, die da gar nicht mehr wiedergegeben werden, die man nicht mehr hört, wo sich der Lautsprecher zwar bewegt, aber nichts an Schalldruck mehr rumkommt, dass man die dort wegnimmt, den Lautsprecher entlastet und dafür das in den Subwoofer reinpackt. Und natürlich auch noch eine Oktave tiefer, dass der Tieftonbereich noch ein bisschen tiefer geht. Ja, wir sind bei Karatec. Ihr habt unglaublich viele Händler, die, ich sag mal, bei euch Waren beziehen können. Ja. Man kann diese Einbaukits, die wir gezeigt haben, man kann die auch auf der Webseite sehen. Man kann sie hier erleben in Landau. Die kann ich mir aber zum Beispiel in Hamburg auch einbauen lassen beim Händler. Ja, natürlich. Also wir beliefern ja alle Großhändler, die es in Deutschland gibt. Die Großhändler beliefern die Caravaning-Händler. Und es gibt eigentlich keinen Caravaning-Händler, bei dem wir unsere Produkte nicht beziehen können. Wenn du mir einen Großhändler nennst, beispielsweise? Movera ist ein Großhändler, Frankana Freiko ist ein sehr großer. Die haben euch alle gelistet? Die haben uns alle gelistet. Ja, nicht immer alle Produkte, aber die können alle Produkte beschaffen. Die können alle beschaffen. Das heißt also, wenn der Händler jetzt in Hamburg, jemand sieht das jetzt, sagt, Landau ist mir vielleicht ein bisschen weit weg, soll der Händler mal einbauen, der da ist. Plug and Play bedeutet, du kannst alles wieder rausbauen. Genau. Gerade wenn du ein Leasingfahrzeug hast oder irgendwas, du kannst es komplett rückgängig machen. Ja, du kannst es rückgängig machen oder wenn du jetzt du hast einen Ducato gekauft und kaufst dir in 2 Jahren einen neuen Ducato, dann passt das auch. Unsere Soundsysteme, wenn nicht das Originalradio drin ist, sondern wenn das mit Radiovorbereitung ausgeliefert wurde, die Soundsysteme passen in einen 2007er Ducato genauso wie einen 2022er Ducato. Das ist das Schöne daran, da hat sich nichts geändert. Sieht anders aus, aber die Technik und die Akustik ist immer noch identisch. Ja, Karatec in Landau, jetzt ein neues Vorführfahrzeug. Ich komme demnächst mal vorbei. Dann, ich denke, dass da vielleicht im Februar, März, wird da schon ein bisschen was drin sein? Das kommt ein bisschen auf unsere Kunden drauf an. Wenn die weiter uns so die Termine der Werkstatt so zuballern, wie das die letzten Monate so war, wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Dann machen wir immer nur das, was jetzt ganz dringend gemacht werden muss. Das heißt, wenn wir einen konkreten Auftrag haben von einem Hersteller beispielsweise, der irgendwas gemacht haben will. Aber du siehst es ja an meinem Flair, der steht jetzt schon seit, ich glaube, Juni hier. Da ist noch immer kein Birdview-System drin, weil die Jungs einfach noch nicht dazu gekommen sind. Da bin ich eben gewundert, ja. Der ist ganz neu, der da ist. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. 20. Dezember 2021. Ein wirklich tolles Auto. Knaus, MAN, TGE. Ich glaube, da werden wir noch viel von hören. Letztes Jahr kamen ja viele mit TGE auf den Markt. Da war das noch so ein Nischenprodukt, aber es kam gut an, oder? Ja, aber so viele Hersteller haben sich noch nicht dafür entschieden. Das heißt, Knaus ist einer, der wirklich auch Stückzahlen damit macht.
aber so viele Westfalia, der hatte auch einen letztes Jahr. Ja. Oder ein VW wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht genau. Es gibt ein paar kleinere Hersteller, auch gerade die slowenischen Hersteller, die bauen teilweise auf MAN, TGE oder auf dem VW Crafter. Sehr, sehr schöne Lösung. Bin gespannt, was da noch so alles kommt. Harald Schäfer, Karatec, vielen, vielen Dank. Gerne. Und dann wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein frohes Jahr. Ihr habt wie viele Leute hier? Wir sind aktuell, ich glaube, 23 Leute. Doch so viel. Muss man neu durchzählen, aber so darum. Es werden ständig mehr, ja. So ist auch das viele Leute in der Technik. Habt ihr Meister beschäftigt? Ja, natürlich. Also Werkstatt. In der Werkstatt ist natürlich ein Kfz-Mechatronikermeister, der die Werkstatt leitet. Ansonsten sind es alles ausgebildete Kfz-Mechatroniker, klar. Okay, das heißt, die kennen U ist gleich U wie RMI. Genau, danke. Ciao.